Hallo zusammen, hi everyone. Ich wollte heute mal was Neues ausprobieren und zwar mit Alkohol-Inks. Das sind so diese kleinen Alkoholfläschchen, also hat nichts mit Acryl zu tun, da gibt es auch Acryl-Ink oder sowas. Nicht verwechseln, reine Alkohol-Inks. Das ist jetzt von Rangers, die sind ja aus Amerika, aber gibt es hier auch vereinzelt in Deutschland zu kaufen. Habe hier mal was getestet, also ich bin da blutiger Anfänger drin, aber wollte es vielleicht euch auch mal vorstellen, vielleicht interessiert es euch auch, weil ich finde es passt trotzdem zu meinem Kanal auch. Ja, sowieso, ich mache ja eh alles, aber gerade mit diesen Zellenbildungen und so weiter könnt ihr auch viel rumspielen, und zwar diese Zellenbildung bekommt ihr dann praktisch durch Isopropanol, das ist ja 99,9% Alkohol, das braucht man dazu. Dann am Föhn natürlich, oder ihr könnt es auch mit dem Röhrchen verblasen, ihr könnt da alles Mögliche machen. Wie gesagt, ich bin Anfänger, ich habe da einfach mal getestet jetzt. Ich habe auch kein Jupo-Papier, das ist eigentlich wie so ein Plastikpapier, soll damit am besten funktionieren. Hat natürlich der Böse noch nicht da gehabt bei mir. Habe jetzt aber dafür dann im Prinzip Steinpapier. Ich habe mal ein bisschen rumgeschaut und umgehört. Da kam das Wort auch mal mit dem Steinpapier auf. Das ist jetzt im Prinzip ein ganz normaler Skizzenblock. Und Steinpapier fühlt sich ein bisschen komisch an. Aber funktioniert ja auch einigermaßen damit. Und das wollte ich euch jetzt mal zeigen. Man kann da auch schöne Bilder machen. Wie gesagt, ich probiere es einfach mal. Ich zeige euch mal ein bisschen was, dass ihr seht überhaupt, wie es funktioniert. Der, wo es noch nicht kennt, muss man auch dazu sagen. Also meine Hände braucht ihr keine Angst haben, das ist nicht von der Alkohol-Inks, sondern das ist vom puren vorher praktisch. Okay. Passt auf, ich zeige euch das mal. Das sind die Alkoholfarben. Ihr solltet da gut belüftet sein, sage ich jetzt einfach mal. Weil Alkohol, wie gesagt, ja, ist nicht ganz so ungefährlich. Jetzt tue ich mal dieses Isopropanol drauf und tropfen. Ich habe mir das hier abgefüllt in kleinen Fläschchen. Dann seht ihr hier. Da kann man sehr viel mit rumspielen. Mal eine andere Farbe. Dann natürlich auch übereinander. Hoppa. Lasst das mal offen. Also ich finde es teilweise faszinierend, was man da machen kann. Seht ihr, wie das reagiert dann? Da könnt ihr schöne Bilder machen. Ist natürlich auch alles mit Übung verbunden, ganz klar, wie mit allem. Dann kann ich auch hier, mache jetzt einfach mal Alkohol drauf. Was nehme ich da für eine Farbe? Ihr müsst halt aufpassen, wenn es trocknet, wird es recht dunkel teilweise. Ja, und aufpassen, das spritzt auch recht raus. Ich mache jetzt hier mal was drauf. Pass auf, ich setze da noch ein bisschen eine Mischung drauf mit Blau. Also echt mit Vorsicht zu genießen, weil es spritzt sehr. Jetzt hebe ich das Blatt nämlich mal an. Seht ihr, dann könnt ihr das auch laufen lassen. Jetzt nehme ich mal den Föhn, ich mache den mal auf Mittelstufe, nicht zu heiß. Und dann könnt ihr das
Ihr seht hier, wie schnell das dann auch trocknet. So, wenn das jetzt natürlich zu dunkel ist, mir auch. Jetzt könnt ihr wieder mit diesem Isopropanol arbeiten, also mit dem Alkohol. Also die werden dann eigentlich immer wieder ein bisschen flüssig. Dann könnt ihr aber, oh, da ist mein Röhrchen weg. Könnt ihr hier natürlich mit dem Röhrchen auch spielen. Ja, da gibt es viele Möglichkeiten, was ihr da machen könnt. Was auch genial ist, ich habe leider nur Kupfer. Das müsst ihr immer schütteln vorher. Gold war leider ausverkauft. Das ist natürlich etwas dickflüssiger, so Metallic. Aber bringt dann auch schöne Effekte. Mal ein Gelb. Damit es nicht gerade mal alles so dunkel ist. Ja, wie gesagt, ihr könnt da super schöne Bilder machen. Es ist natürlich alles mit Übung verbunden, ganz klar. Das seht ihr jetzt mal hier, also das Metallic verläuft natürlich etwas anders. Schauen wir mal. Natürlich auch mit dem Föhn ist Übungssache. Aber habe ich schon gesehen, viele machen da richtig schöne Bilder draus. Was haben wir da noch? Und vor allem diese Tropfen in den Tropfen. Ich finde das richtig genial. Und dann zusätzlich natürlich der Alkohol. Ich hoffe, ihr könnt das gut sehen. Also ihr könnt wirklich alles wieder aufhellen. Ist natürlich etwas anderes, aber ich finde, es macht auch richtig Spaß. Ja, und wie gesagt, Übungssache. Also manche zaubern da schöne Bilder, auch mit Wattestäbchen und so weiter, könnt ihr damit arbeiten. Passt mal auf, kann ich euch da auch noch mal kurz zeigen. Ich habe die vorher nämlich die ganze Zeit gesucht, aber die soll es ja bald auch nicht mehr geben. Könnt ihr praktisch die Wattestäbchen auch in Alkohol eintunken und dann könnt ihr hier noch kleine einzelne Effekte rausholen. Muss natürlich schön gefüllt sein. Seht ihr hier, was dann da noch passiert. Also gibt es viele Möglichkeiten. Ich schaue mir das jetzt mal an, wie oft
das Video von euch angeklickt wird. Wie gesagt, achtet nicht auf das Bild, ist jetzt nicht so top. Nur zur Demonstration. Wenn ihr meint, oder schreibt mir einfach in die Kommentare, wenn ihr sagt, euch wird sowas auch interessieren, dann hänge ich mich da auch mal ein bisschen rein. Und dann schauen wir, dass wir da mal schöne Bilder hinbekommen. Und ich euch da vielleicht auch mit weiterhelfen kann. Okay, was ich machen kann, ich kann es euch mal von nahem zeigen noch. Und dann haben wir es schon. Okay, dann bis gleich. So, ich hoffe, die Kamera flackert noch nicht so. Ihr seht es jetzt also hier. Ja, genau, mein Alkohol fliegt um. Da wird er gleich besoffen. Ich hoffe, ihr könnt es gut sehen. Bei mir auf dem Bild ist es recht dunkel. Ich zeige hier auch nochmal das andere. Das ist natürlich der Voröl. Okay. Klebt ein bisschen. Aber was ihr sehen könnt, Entschuldigung, es geht hier auch nicht durchs Papier, sondern es bleibt. Ja, fliegt alles um. Da seht ihr es vielleicht ein bisschen besser. Weil wie gesagt, das war natürlich der Vorführeffekt, ist immer so eine Sache. Aber ihr könnt da schöne Bilder machen. Ihr könnt dann auch, wenn ich das nochmal herhole, ich habe mir das auch mal in so eine Sprühflasche, wenn ich das einfach mal drauf spritze, dann könnt ihr jetzt mal sehen, was hier passiert. Wie gesagt, ich hoffe, ihr seht es gut, weil ich finde die Kameraeinstellung gerade ein bisschen dunkel. Passt. Okay, wie gesagt, schreibt mir einfach in die Kommentare, wenn euch das interessieren würde. Hänge ich mich da auch mal ein bisschen rein. Ich bin ja immer offen für was Neues. Für fast alles. Und dann kann man da auch was bringen. Ein bisschen Abwechslung tut auch mal gut. Also gut, dann war's das von mir. Hat mich gefreut, dass ihr wieder dabei wart. Ich bedanke mich auch nochmal für meine Unterstützungen von, ja, der Supported. Oder die, wo mich supporten, sage ich jetzt einfach mal so, die, wo mich ab und zu mal eine Spende zukommen lassen. Freut mich sehr, hilft mir auch. Wie gesagt, ich schaue immer, dass ich neues Material habe und so weiter. Und dann passt es. Alles klar, dann wünsche ich euch was. Bis zunächst. Tschüss.